Kennst du das vielleicht? Du bist einem Zoom-Meeting beigetreten und wartest und dann merkst du plötzlich, oh, ich hänge ja noch im Warteraum. Oder vielleicht ist es dir auch schon mal als Host passiert, du hast einen Teilnehmer im Warteraum übersehen und erst nach 10 oder 20 Minuten fällt es dir ein, dass dort jemand noch wartet, um reingelassen zu werden. Das ist natürlich sehr peinlich. Aber dafür gibt es eine Lösung und die möchte ich dir in diesem Video erklären, damit dir das in Zukunft nicht mehr passiert. Ein Zoom-Warteraum hat viele Vorteile. Zum einen ist es für die Sicherheit gut, aber es erspart dir auch sehr viel Stress. Denn wenn du noch in deinen Vorbereitungen bist und noch nicht ganz fertig bist und die ersten Teilnehmer schon eintrudeln, dann ist man ziemlich gestresst. Aber wenn du einen Warteraum eingerichtet hast, kannst du entscheiden, wann du deine Teilnehmer reinlässt. Und das kannst du machen, wenn du mit all deinen Vorbereitungen fertig bist. In einem Warteraum kannst du außerdem auch ein Video ablaufen lassen, wo du Werbung für dich und deine Angebote machen kannst. Und das kennen viele Leute noch nicht. Wie du so ein Video erstellen kannst, das lernst du in meinem Online-Kurs. Der Link ist unten in der Beschreibung. Du kannst diesem Video sogar Musik hinzufügen und dann ist das Warten für deine Teilnehmer noch viel angenehmer und sie wissen außerdem, wenn die Musik aufhört, dann sind sie hereingelassen worden. Aber es sollte natürlich nicht passieren, dass Teilnehmer unbemerkt im Warteraum hängen bleiben oder dass der Host vergisst, die Teilnehmer aus dem Warteraum hereinzulassen. Denn das ist besonders peinlich, besonders bei wichtigen Meetings oder auch bei Webinaren. Du kannst übrigens auch einen Co-Host ernennen, der dich dabei unterstützt, die Teilnehmer reinzulassen, während du schon deine Präsentation zeigst oder deinen Vortrag hältst. Dann musst du dich nicht darauf konzentrieren, jemanden im Warteraum zu vergessen. Wie du einen Co-Host einrichtest, dazu habe ich früher schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben. Falls du so eine Situation kennst, schreib es doch gerne mal in die Kommentare, falls dir das auch schon mal passiert ist. Aber jetzt möchte ich dir zeigen, wie du in Zoom die richtigen Einstellungen vornimmst, damit du nämlich einen Ton abgespielt bekommst, wenn ein neuer Teilnehmer hinzukommt. Denn es gibt ja immer wieder Nachzügler, die später reinkommen und dafür ist es gut, wenn du diesen Ton hörst, du oder dein Co-Host, und du kannst es auch so einstellen, dass die Teilnehmer das selber nicht hören. Und durch diesen Ton weißt du, da ist wieder jemand im Warteraum und kannst ihn ganz entspannt reinlassen. Ich möchte dir jetzt in Zoom die Einstellungen zeigen, wie du das für dich einrichtest. Um diese Einstellungen jetzt vorzunehmen, musst du dich in deinem Zoom-Konto bei zoom.os anmelden und in dein Konto einloggen. Dann gehst du als nächstes hier auf der linken Seite in die Einstellungen. Und dort gehst du als nächstes auf den oberen Reiter für die Meetings und dann auf die Meeting-Grundlagen. Und dann scrollst du so lange runter, bis du hier diesen Punkt findest. Ton abspielen, wenn jemand einsteigt oder geht. Und hier musst du den Schalter umlegen, sodass er blau ist. Und dann empfehle ich dir, hier anzuklicken, nur Hosts und Co-Hosts. Denn dann hörst nur du diesen Ton oder auch dein Co-Host, wenn du jemanden eingerichtet hast. Und ihr werdet erinnert, aber die anderen Teilnehmer merken nichts davon. Und damit wird es dir nie wieder passieren, dass jemand im Warteraum hängen bleibt und du das einfach übersiehst. Denn damit kannst du die Teilnehmer nicht übersehen, weil du sie nicht überhören kannst. Es ist ein leiser Pling, aber so markant, dass man das immer hört, wenn jemand Neues in den Warteraum kommt. Wenn du Zoom noch besser nutzen möchtest für deine Meetings oder Webinare oder auch für deine Community Calls, dann lade ich dich herzlich ein in meine kostenlose Zoom-Community. Dort bekommst du noch mehr solcher Tipps und Tricks rund um Zoom und auch den Austausch mit anderen Zoom-Anwendern. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dass dir dieses Video hilft, deine Zoom-Meetings noch besser zu machen.
Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Tipp auch interessant ist, dann leite dieses Video gerne weiter.